Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, es ist Winter, es ist grau und das ist perfekt, denn heute schauen wir uns den neuen Sendur Solarflow 800 Plus im Härtetest an. Denn Sendur wirbt ja damit, dass das System extrem effizient ist und selbst bei bewölktem Himmel dank der 48 Volt Technologie und dem Einsatz von GAN schon Strom erzeugt, wo andere Batteriespeicher noch im Standby sind. Eine andere Besonderheit bzw. zwei weitere Besonderheiten sind: erstens, Sendur geht bei diesem Modell einen etwas anderen Weg wie bei den anderen Modellen aus ihrem Sortiment und hat ein ultra kompaktes All-in-One-Gerät gebaut. Und die zweite Besonderheit, über die ich mich sehr gefreut habe, beziehungsweise auch ihr euch bestimmt sehr freut, ist der günstige Preis des Systems. Heißt, ihr bekommt 1,96 Kilowattstunden für unter 400 Euro. Das ist eine Kampfansage, und ob man irgendwo ein paar Abstriche machen muss und ob man die verkraftet oder beziehungsweise ob die verkraftbar sind, schauen wir uns heute gemeinsam an. Also, falls ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro schauen wir uns die kompakte Bauweise an, die GAN und GEL-Technologie im Inneren. Dann schauen wir uns die App an und wir schauen uns auch noch an, warum dieses System gerade bei wenig Sonne dank der 48 Volt Technologie einen entscheidenden Vorteil hat. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, das hier ist der neue Sendur Solarflow 800 Plus. Und als ich das Paket das erste Mal öffnete, war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie klein und leicht dieses Gerät ist für ein 2 Kilowattstunden Kapazität Batteriespeicher. Und habe mich gefragt, wie das überhaupt möglich ist. Denn hier drin ist ja alles integriert. Das heißt, wir haben hier drin den Wechselrichter, den Speichercontroller, also das BMS, und die Batterie selbst, alles in einem Gerät. Und obwohl das eine All-in-One-Lösung ist, kann man das Ganze hier noch modular erweitern. Das heißt, ihr könnt hier unten drunter weitere Batterien anschließen, beispielsweise die AB-Serie von Sendur, und so die Gesamtkapazität auf bis zu 11,52 Kilowattstunden erhöhen. Die Plus-Variante ist ja der kleine Bruder der Pro-Variante und es wurden auf einige Sachen verzichtet, um einen solch niedrigen Preis anbieten zu können. Heißt, wir haben hier nur zwei MPPT-Tracker, an die man jeweils maximal 750 Watt anschließen kann, und es wurde auch auf eine Steckdose am Gerät verzichtet, was meiner Meinung nach aber vollkommen okay ist, wenn man den Preis in Betracht zieht. Kommen wir zu den inneren Werten des Gerätes. Der Speicher verwendet Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sehr langlebig und sicher sind, aber zusätzlich ist hier ein Gel-Elektrolyt verbaut, das Brände eindämmen bzw. erst gar nicht entstehen lassen soll. Finde ich persönlich sehr wichtig, gerade wenn die Geräte auf dem Balkon oder wie bei uns in der Wohnung stehen. Dann arbeitet ja das System mit 48 Volt Gleichspannung, was im Vergleich zu den Systemen mit niedrigeren Spannungen die Umwandlungsverluste um bis zu 25% reduzieren kann. Und zum Thema Langlebigkeit der Batterie: Sendur gibt an, dass nach 6000 Ladezyklen der Batteriespeicher immer noch ca. 70% Restkapazität hat. Im Normalfall entsprechen 6000 Ladezyklen ca. 10 bis 15 Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass er dann nicht mehr funktioniert, sondern dass nur noch ca. 70% der 1,92 Kilowattstunden nutzbar sind. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich mich anfangs gefragt, wie Sendur es geschafft hat, die knapp 2 Kilowattstunden in ein so kompaktes Gerät unterzubringen. Das Zauberwort heißt GAN, und GAN steht für Galliumnitrid und ist ein modernes Halbleitermaterial, das das traditionelle Silizium in der Leistungselektronik so langsam ablöst. Kurz gesagt, GAN-Komponenten sind kleiner, entwickeln viel weniger Abwärme und können viel schneller schalten. Das Ergebnis ist ein kleinerer Wechselrichter und eine höhere Gesamteffizienz, und das ist der Grund, warum dieses Gerät hier so klein und dennoch so leistungsfähig ist. Gesteuert wird das Ganze über HEMS. HEMS bedeutet Home Energy Management System, und der KI-Teil davon nennt sich Zenki, was eine Ableitung von Sendur und KI ist, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall ist Zenki ein intelligentes System, das euer Verbrauchsverhalten und die Wetterdaten
Daten analysiert, um so die Energieflüsse zu automatisieren und so die maximale Ersparnis zu erzielen. Bevor wir uns die App jetzt anschauen, möchte ich euch nicht ein wichtiges Update vorenthalten, denn Hems wurde vor kurzem auf Version 5.11.0 abgedatet, was einige neue interessante Features mit sich gebracht hat. Das erste Feature ist die Tesla-Integration für Model 3 und Y. Dann kann das System auch noch über ein Shelly-Relais mit SG-Ready-Wärmepumpen kommunizieren, um Überkapazitäten optimal zu verteilen. Dann ist die Steuerung für dynamische Stromtarife jetzt im 15-Minuten-Takt möglich. Und zu guter Letzt kann man das System mit den bekannten Sprachassistenten wie der Tante A steuern. Getestet habe ich das Ganze noch nicht, aber steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Aber dieses Update zeigt, wie ich finde, sehr gut, dass Zendur ständig daran arbeitet, die Wünsche aus der Community umzusetzen und nicht einfach nur stur ihr Ding durchzieht und nicht auf die Community hört. Dann auch noch mal ein paar Worte zum Betrieb des Ganzen. Damit das System optimal arbeiten kann, ist es sinnvoll, das Ganze mit einem Smart Meter auszustatten. Es funktioniert auch ohne, aber nur mit einem Smart Meter weiß das System ganz genau, was ihr zu welchem Zeitpunkt verbraucht und wie viel es ins Netz einspeisen soll. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder den Zendur eigenen Stromzähler hier verwenden. Den habe ich auch hier, wie gesagt, aber leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ganze einzubauen, denn Weihnachten steht ja vor der Tür und wie ihr wisst, hat man da ganz anderen Stress. Oder, was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt auch das Ganze mit dem Shelly 3 EM betreiben oder mit der Pro-Variante, oder ihr könnt das Ganze auch mit dem D0 Infrarotstromzähler von Zendur oder den Eco-Tracker von Everhome verwenden. Ihr habt also die Qual der Wahl. Für die Installation eines solchen Smart Meters benötigt ihr dann auch natürlich doch jemanden, der das installieren darf, also einen Elektriker oder etwas Ähnliches. Ansonsten kann ich euch, wie gesagt, nur den D0-Zähler von Zendur oder den Eco-Tracker empfehlen, da diese einfach nur auf die Infrarotschnittstelle des Stromzählers gesetzt werden und dafür braucht man dann halt keinen Elektriker. WLAN und so weiter versteht sich von selbst, muss man dann in der Nähe auch noch haben. Ansonsten lässt sich das Ganze auch im Grundlastbetrieb betreiben und ist in Kombination mit einer smarten Steckdose für große Verbraucher auch eine gute Alternative, die kein Elektriker benötigt. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz mal die App an. Also das hier ist jetzt, wie gesagt, die Startseite. Wir sehen hier oben links einmal Solarmodule, was sie liefern. 0 Watt aktuell, ist ja logisch. Das Teil ist ja gerade auch hier drunter. Dann, dass es bei mir im Grundlastbetrieb arbeitet, dann sehen wir hier die Einnahmen für den Tag und hier drunter haben wir noch so ein Diagramm, wo wir sehen können, was geliefert wurde. Das ist jetzt seit ein paar Tagen in Betrieb. Aber wie ihr selber wisst, in den letzten Tagen waren mehr Wolken am Himmel als irgendwie Sonne zu sehen. Und deswegen ist hier die Ausbeute auch nicht so groß. Außerdem hängt auch nur ein einziges Panel mit irgendwas 380 Watt an dem Speicher dran. Deswegen darf man jetzt hier keine großen Sprünge oder Balken erwarten. Dann sieht man hier auch nochmal, was gesamt geliefert wurde oder was vom Dach gekommen ist in der einen Woche. Und aktuell sieht es ein bisschen, oder gestern sah es ein bisschen besser aus. Heute hatte ich es jetzt demontiert oder schon am frühen Morgen demontiert. Deswegen ist heute noch gar nichts runtergekommen. Und dann hat man hier nochmal eine Monats- und eine Jahresübersicht. Dann hier unten auf Geräte, hier sehen wir, welche Geräte vorhanden sind. Das heißt, wenn ihr hier noch einen Batteriespeicher unten drunter hättet, dann würde hier noch der Batteriespeicher unten drunter zu sehen sein. Wenn ihr draufklickt, dann könnt ihr hier auch sehen, was von den Eingängen reinkommt, was im Akku geladen wurde, was ins Haus gegangen ist und so weiter und so fort. Und das Ganze wird, wie ihr hier seht, in Echtzeit aktualisiert. Ganz interessant, wie ich finde. Dann hier unter Energiefluss, hier sehen wir so ein kleines Diagramm, was aus dem Netz kommt, was von den Solarmodulen kommt und so weiter und so fort. Dann hier oben auf das Zahnrad, dort kann man noch ein paar Daten sehen, also Gerätedaten. Und hier könnte man auch noch das Ganze manuell konfigurieren, wenn das Ganze nicht per Hems gesteuert wird.
So, Firmware-Update ist nicht, dann MQTT, also es besteht auch die Möglichkeit, das Ganze in Smart Home einzubinden, also die Möglichkeit habt ihr auch. Gehen wir nochmal zurück. Und was gibt es hier? Hier gibt es noch ein paar Einstellungen, also bei dem Zahnrad oben. Hier können wir Energiepläne erstellen. Wie gesagt, bei mir ist es gerade im Grundlastmodus. Das heißt, ich habe hier angegeben, wann wie viel Strom eingespeist werden soll. Ansonsten könnt ihr hier noch, wie gesagt, Stromtarifmodus oder hier Modus für smarte Steckdosen, Expertenmodus installieren, allgemeinen Automatikmodus oder hier Zenki aktivieren, damit die KI das Ganze macht. Das Ganze ist kostenlos, also muss nicht bezahlt werden, falls die KI das übernimmt. Bei einigen Herstellern ist es nämlich der Fall, dass das kostenpflichtig ist. So, Laststeuerung, hier kann man wie gesagt ein bisschen was einstellen. Strompreis festlegen, spricht für sich. Dann Strategie der Leistungsverteilung, hier seht ihr ja die Strategie, wie das Ganze ist. Sicherheitseinstellungen, hier könnt ihr begrenzen, wie viel maximal eingespeist werden soll. Dann bei nationale Standards, hier könnt ihr euer Land einstellen, damit die Regeln eingehalten werden. Und dann Basislast- und Ladeeinstellungen, hier habe ich wie gesagt diese Grundlastmodus aktiviert und hier sieht man, wann er wie viel ins Netz einspeisen soll. So, jetzt versagt meine Stimme, denn ich bin noch etwas erkältet, aber ich probiere es jetzt schnell durchzuziehen. Und dann Systemstandort, dort wird angezeigt, wo sich der Speicher befindet. Und dann bei Akkueinstellungen seht ihr, ich habe das Ganze hier gedrosselt. Das heißt, dass er maximal zu 50% entladen werden darf und 90% aufgeladen werden soll. Das ist besser für den Winterbetrieb meiner Meinung nach. So, und dann zu guter Letzt, was haben wir noch? Geräteverwaltung und Systeminformation. Das spricht, glaube ich, für sich. Ihr könnt im Grunde sehr vieles einstellen, wenn ihr euch damit auskennt, aber ihr könnt es auch einfach so starten oder laufen lassen, auch wenn ihr noch nicht so viele Erfahrungen habt. Ansonsten gibt es hier nicht mehr wirklich sehr viel. Bei Gerät werden, wie gesagt, die Geräte. Dann gibt es hier nochmal ein Forum mit ein paar Fragen und Antworten, falls ihr Hilfe benötigt. Einkaufszentrum. Dort könnt ihr Sachen bestellen und Profil spricht für sich, ist das Profil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter im Video. Kommen wir zu einem kritischen Punkt, vor allem jetzt in der Zeit zwischen Dezember und Februar, nämlich die Schwachlicht-Performance. Denn in den letzten Tagen kamen hier oft keine 30 Watt vom Panel runter und mein alter Speicher, der hatte in dieser Zeit nicht mal erst angefangen zu laden. Das heißt, basierend auf dem hohen Schwellwert wäre der alte Speicher von Dezember bis Mitte Februar vermutlich nutzlos gewesen, weil der Eigenverbrauch den Ertrag überstiegen hätte. Der SolarFlow ist da ein bisschen anders. Als ich den Speicher vor einigen Tagen in Betrieb genommen habe, hatte ich meinen alten Speicher kurz gecheckt, wie der Ladestatus ist, damit ich ihn nicht im leeren Zustand ausschalte. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass vom Panel gar nichts erst runterkam und ja, es war halt extrem bewölkt und ich habe mir keinen weiteren Kopf gemacht. Und als ich dann den Sendu angeschlossen habe, ist mir aufgefallen, dass er den Speicher mit ca. 14 Watt geladen hat. Das ist jetzt kein sehr hoher Wert, aber da es sich ja nur um ein 380 Watt Modul handelt und von der Sonne, wie gesagt, nichts zu sehen war, kamen aber dennoch 14 Watt von den Modulen in den Speicher rein. Was ich damit deutlich machen möchte, ist, wie effektiv das Gerät selbst bei Schwachlichtverhältnissen arbeitet. Und bekanntlich macht ja auch Kleinvieh Mist und über 2 Monate kommen da bestimmt einige Kilowattstunden mehr raus, wie bei den anderen Systemen. Sendur gibt da ja, wie gesagt, eine Energieeffizienzsteigerung von bis zu 25% an. Kommen wir jetzt zu dem absoluten Highlight des Systems und das ist der Preis und die Amortisation. Erinnert euch an Anfang 2025, da lagen die Preise für einen vergleichbaren 2 Kilowattstunden Speicher noch bei rund 800 bis 1000 Euro. Heute zum Jahresende liegt der Preis für ein solches System je nach Aktion teilweise unter 400 Euro. Der Preis ist also in einem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Das macht die Rechnung extrem einfach, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Denn unterm Strich bedeutet das, dass sich ein solches System nach 2 bis 3 Jahren im Normalfall komplett amortisieren sollte. Und das Interessante dabei ist, dass selbst ältere und auch kleinere Systeme von anderen Herstellern mit dem Preis von 400 Euro nur sehr schwer mithalten können. Das heißt, sie können ihn nur sehr schwer unterbieten
und ich bin echt gespannt, was die Zukunft so noch alles mit sich bringt. Ich hätte Anfang des Jahres nie gedacht, dass so ein Preis möglich ist, denn wir reden ja hier von knapp 200 Euro pro Kilowattstunde und Anfang des Jahres waren es ja noch irgendwas um die 500 Euro pro Kilowattstunde und das ist schon beachtlich. Zum Schluss noch ein paar Sätze zur Anbindung ins Smart Home. Also, das System ist sehr offen. Es stellt eine API zur Verfügung, über die man so einiges machen kann und es ist auch MQTT ist verfügbar und man kann das System normalerweise auch im I/O Broker und in Home Assistant integrieren. Da aber Weihnachten vor der Tür steht und die Zeit etwas knapp wurde, konnte ich das Ganze mit dem I/O Broker noch nicht testen und auch die anderen Smart Home Funktionen mussten leider wegen des Zeitdrucks etwas auf der Strecke bleiben, aber das Potenzial ist da. Wenn ihr ein Update-Video zu dem Thema, zu den Smart Home Funktionen haben wollt und zum I/O Broker, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und dann hole ich das im neuen Jahr nach. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Sendur SolarFlow 800 Plus überzeugt in der Summe. Er ist sehr effizient dank dieser GaN-Technologie und den 48 Volt, ist sicher dank des Elektrolytes, das hier drin oder des Gel-Elektrolyten, das hier drin verbaut ist, hat eine einfache App, die auch noch sehr gut übersetzt ist und bietet durch den massiven Preisverfall eine sehr schnelle Amortisation. Heißt, wenn ihr einsteigen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, vor allem jetzt vor Weihnachten sollte es noch einige Aktionen geben und für alle, die sich gerade mit dem Thema Batteriespeicher beschäftigen und nicht mehr wie 2 Paneele aufs Dach oder auf den Balkon bekommen, ist der SolarFlow 800 Plus der perfekte Einstieg, vor allem wegen des günstigen Preises. Aber auch sonst spricht vieles für ihn. Falls ihr Interesse habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link und einen Rabattcode. Ansonsten, falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt, denkt dran, auf Abonnieren zu klicken und dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefallen hat. In diesem Sinne eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bis demnächst, macht's gut.